Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ich meine Motorradtouren filme. Ich gehe auf meine Kameras ein und die Montageposition. Ich zeige euch ein paar Beispielclips und zum Schluss gehe ich auf die Video-Editiersoftware ein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. In den Kommentaren meiner Videos gab es schon einige Fragen, wie zum Beispiel diese Perspektive zustande kommt, wie ich sowas filme. Aber es gibt noch ein paar andere Perspektiven, die ich euch näher bringen will und wie das gemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass das Video für euch interessant sein könnte. Generell ist zu sagen, ich benutze die Insta360 Ace Pro 2, eine klassische Actioncam, und benutze noch die Insta360 X4, eine 360-Grad-Kamera. Weiter habe ich dann noch die GPS-Fernbedienung, die ich am Lenker montiere und kann somit vom Lenker aus bei beiden Kameras die Aufnahme starten und stoppen, ohne anhalten zu müssen. Geht dann eigentlich alles mit einer Hand sehr gut. Zum Sinn und Zweck der GPS-Fernbedienung habe ich schon ein eigenes Video gemacht. So, jetzt gehen wir zuerst mal auf die Ace Pro 2 ein. Die klassische Montageposition für diese Actioncam ist am Kinnteil vom Helm. Das hat dann den Vorteil, dass man alles das filmt, wo man auch den Kopf hindreht. Das ist also eine sehr natürliche Perspektive. Das ist auch dann das, was man in den meisten Motorradvideos sieht. Die Ace Pro 2 ist aber eigentlich meine Zweitkamera, weil zuerst hatte ich mir eine X4 gekauft, weil ich von den Möglichkeiten des 360-Grad-Films eigentlich sehr begeistert war. Hier seht ihr Videomaterial von der X4. Das habe ich deswegen eingeblendet, weil ihr da auch die Montageposition meiner Ace Pro 2 seht, direkt am Kinnteil vom Helm. Im Normalfall benutze ich beide Kameras parallel und entscheide erst dann beim Zusammenschneiden des Videos, welches Bildmaterial ich verwende. Die Ace Pro 2 gibt also die typische Fahrerperspektive, zeigt aber so gut wie nichts vom Motorrad. Aber hier in diesem Bild könnt ihr sehen, wo meine X4 auf der BMW montiert ist. Eine weitere Montagemöglichkeit für die Ace Pro 2 ist dann ein Brustgurt, den ihr hier im Bild seht. Das benutze ich vor allem dann, wenn ich meine Royal Enfield fahre oder wenn ich einen Jethelm auf habe. Die Ace Pro 2 auf dem Brustgurt gibt auch eine sehr schöne natürliche Perspektive. Vor allem sieht man auch den Tank und die Instrumente sehr gut. Der kleine Kasten vom Bremsflüssigkeitsbehälter rechts am Lenker ist übrigens auch die GPS-Fernbedienung. So, und jetzt wird es etwas weniger konventionell und spannender mit der X4, weil wir jetzt eine 360-Grad-Perspektive haben. Die X4 filmt also permanent in alle Richtungen 4K und man kann später dann entscheiden in der Post-Production, welche Bildausschnitte man haben möchte. Das heißt, man muss diese Entscheidung nicht schon vor der Fahrt oder für die einzelnen Sequenzen während der Fahrt treffen, sondern kann das alles später entscheiden, was ein Riesenvorteil ist aus meiner Sicht. Der Nachteil ist aber, dass man sich manchmal vorkommt wie die Leute, die mit einem Deckenzepter durch die Stadt laufen und sich filmen, weil man natürlich, wenn man das Motorrad von vorne filmen muss, auch die X4 vor dem Motorrad sein muss. Und die muss dann auf diesem Selfie-Stick nach vorne montiert werden. Das von Insta360 gelieferte Montagematerial ist aber auch sehr gut und sehr stabil. Das heißt, es ist schnell anzubringen, schnell wieder abzunehmen und man kann während der Fahrt auch dann die Montageposition ändern. Wenn man die X4 auf Höhe des Federbeins, also der Beifahrerfußrasten etwa, montiert, bekommt man dann natürlich sehr spannende Schräglagenperspektiven. Es ist dann natürlich immer die Frage, wie weit man sich traut, den Selfie-Stick auszufahren. Prinzipiell genauso mache ich es auch bei der Royal Enfield 350. Es ist immer vorteilhaft, wenn man einen runden Rahmen hat, an dem man diese Befestigung festschrauben kann. An meiner TL 1000S hatte ich da eher Probleme, weil die oft ovale Teile hat und keinen runden Rahmen und deswegen ist es da ein bisschen problematischer.
Für die Perspektive nach vorne und zum Fahrer schraube ich die X4 an meiner F800 GS am Sturzbügel fest. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass der Selfie-Stick dem Lenker nicht in die Quere kommen kann. Das sieht dann während der Fahrt wackeliger aus, als es tatsächlich ist. Durch die interne Bildstabilisierung werden die Bilder aber sehr scharf. Zur Verbindung der Kamera mit dem Selfie-Stick benutze ich die Original Insta360 Schnellspannhalterung. Findet ihr alles in der Videobeschreibung unten als Link. Ja, und hier seht ihr die zwei Linsen der X4. Eine filmt nach vorne und eine nach hinten. Ja, und ganz wichtig, der Selfie-Stick bleibt unsichtbar. Gleiches Spiel bei der Royal Enfield, nur wird da die X4 mit dem Selfie-Stick am Lenker befestigt. Das ist ein kleiner Clip von der BMW mit der X4 auf dem Stutzbügel montiert. Und hier am Rahmen in Höhe vom Federbein und den Selfie-Stick relativ weit ausgefahren. Und hier jetzt mit Selfie-Stick am Lenker der Royal Enfield 350 montiert. Und ihr seht, der Selfie-Stick bleibt unsichtbar. Und man denkt, die Kamera schwebt vor dem Motorrad. So, das war es jetzt eigentlich zum Hardware-Teil. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Jetzt kommt nämlich noch der Software-Teil und der hat auch noch ein paar spannende Aspekte. So, ich habe jetzt schon mal eine 360-Grad-Datei von der X4 aufgemacht, die ich im Elsatz gefilmt habe. Die 360-Grad-Dateien erkennt ihr am Kürzel INSV, was wahrscheinlich Insta-Video heißt. Und ich zeige euch jetzt erstmal ein paar kleine Basic-Bearbeitungsschritte, die ich immer vornehme. Wenn ihr euch für die Software mehr im Detail interessiert, dann müsst ihr euch bei YouTube schlau machen. Das ist ja kein Review hier. Ein Feature, das ihr mit der X4 nur habt, wenn ihr auch die Remote Control, also die GPS-Fernbedienung benutzt, ist die Möglichkeit, Geschwindigkeiten einzublenden. Dafür klickt ihr hier auf diesen Knopf. Da gibt es verschiedene Vorlagen und man kann dann verschiedene Informationen hier einblenden, wie die Geschwindigkeit, die Entfernung, die Höhe und so weiter und so fort. Datum, Uhrzeit, die Route, wenn man möchte. Und genau, das läuft dann, solange man das eingestellt hat, mit und man kann dann die Datei mit diesen Informationen, Geschwindigkeit und so weiter und so fort exportieren. Wie ihr seht, gibt es da viele verschiedene Designs. Und die kann man sich hier aussuchen, so wie man es haben will. Ich benutze eigentlich immer dieses Geschwindigkeitslayout. So, was aber dann die Hauptsache ist an diesen 360-Grad-Dateien, ist, dass man die Perspektive verändern kann. Ihr seht, ich kann hier schon ein bisschen rüber und in verschiedene Richtungen schieben. Kann auch das Seitenverhältnis ändern von 16:9 jetzt hier auf 9:16 zum Beispiel. Wenn man ein Short-Video machen will, also aufrechtes Format. Was ich meistens mache, ist hier diesen Direction Lock einzustellen. Das heißt also, er behält dann die Perspektive bei. Man kann jetzt das Video laufen lassen und es bleibt immer diese Perspektive nach vorne für eine Zeit. Und dann stoppe ich zum Beispiel hier wieder, weil ich im Endeffekt jetzt hier vorhabe, einen Keyframe zu setzen. Also er speichert dann die Position, die Richtung, die Einstellung der Videoperspektive und wir können dann weiterfahren, vielleicht gerade so 1, 2, 3 Sekunden, halten dann nochmal an und dann drehen wir das Bild hier, bis wir die andere Perspektive haben, die wir haben wollen. Und dann setzen wir wieder einen Keyframe und lassen weiterlaufen. Ja, also jetzt die Fahrerperspektive für eine Zeit lang. Und jetzt kann ich wieder von dieser Fahrerperspektive nochmal einen Keyframe setzen, wieder 1, 2 Sekunden weiterlaufen lassen
Und dann drehe ich die Perspektive wieder. Zum Beispiel wieder nach vorne auf die Straße. Setze wieder ein Keyframe. Lass weiterlaufen. Und dann gehe ich mal zurück an den Anfang vom Video, um zu kontrollieren. Lass nochmal laufen. Ihr seht die Ursprungsperspektive nach vorne. Wir kommen jetzt an den ersten Keyframe und schwupp dreht er um und hat den Fahrer so wie eingestellt die Perspektive. Und wir können wieder zurück das Bild bewegen. Am Anfang werdet ihr natürlich ein bisschen rumprobieren müssen, was euch am besten gefällt, wie euch die Übergänge am besten gefallen. Hängt natürlich auch von dem Videomaterial ab, was ihr habt, was die besten Perspektiven sind. Die könnt ihr dann wie hier selektieren und das Ganze dann einfach über diesen Export-Button hier rechts oben exportieren. Und das gibt dann ein normales MP4-File, das ihr dann wieder in der Schnittsoftware später final bearbeiten könnt. Eine weitere spannende Funktion findet ihr hier unten rechts und das nennt sich Deep Track. Und mit dieser Funktion könnt ihr einen Ausschnitt aus eurem Bild auswählen und dann die Verfolgung starten. Das heißt, er verfolgt jetzt also in diesem Fall diese zwei Radfahrer und wird die im Bild behalten, wenn wir die überholen, soweit möglich. Ja, das hat jetzt soweit funktioniert. Jetzt können wir das Tracking wieder stoppen und sehen dann hier, wie das dann im fertigen Video aussieht. Ja, also auch hier gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, Dinge, die man sieht, hervorzuheben später im finalen Video und es dann entsprechend zu verfolgen. So, und zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Camtasia oder Camtasia Video-Editier-Software. Hier importiere ich meine Videoclips von der Fahrt hin. Also typischerweise habe ich so 70 bis 100 Clips von jeder Fahrt. Natürlich von zwei Kameras, von der Ace Pro 2 und von der X4. Die von der X4 muss ich vorher in der Insta360 Studio App bearbeiten. Dann werden die geöffnet hier, eingeladen, hochgeladen und zusammengeschnitten, zusammen mit den verschiedenen Clips der Ace Pro 2. Dann kommt gesprochener Kommentar dazu, es kommt Musik dazu, es kommen vielleicht auch ein paar Textbausteine dazu, wie ihr hier seht. Ja, das ist der typische Prozess. Und es ist ein relativ langwieriger Prozess, würde ich mal sagen. Also für mich jedenfalls, der nicht besonders erfahren ist mit solchen Dingen. Also ich brauche immer so zwischen 5 und 10 Stunden für ein 10-minütiges Video. Und wenn man dann so ein 16-minütiges Video dann exportiert als MP4-File, dauert es dann 1,5 Stunden etwa, bis das gerendert ist. Und die Dateigröße in diesem Fall waren 15 GB ungefähr. Also auch ganz schön happig. Ja, also die Technik von der Ace Pro 2 und der X4, die ist sehr gut, aber die X4 hat natürlich dann noch den, will ich sagen, Nachteil, aber dann die Situation, dass man 360-Grad-Videos produziert und die dann erstmal noch bearbeiten muss, bevor man sie in Camtasia importiert und dann zusammenschneidet, ist dann eben zusätzlicher Aufwand. So, das war's jetzt für heute. Vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!